Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge Technik, beziehungsweise ihr seht, das ist heute nicht so übermäßig technisch, sondern eher Nutrition, beziehungsweise eben Ernährung. Ich möchte euch heute mal ein wenig zeigen, wie man so ein Salat oder das Grünfutter für, egal, grüne Leguane, Schildkröten, Bartagamen, Dornschwanzagamen, Zusatzfutter, wirklich diverse Echsen, selbst die Teus fressen Salat mit dazu, wie man den richtig anreichert, so dass er aus so einem, wie soll ich sagen, aus so einem Supermarktsalat auch ein mehr oder weniger gesunder Salat wird. Hintergrund für das Ganze ist ja, dass unsere Reptilien natürlich in der Natur keine schönen Salatköpfe vorfinden, wie wir sie im Supermarkt kaufen, sondern der ganze Verdauungsapparat ist auf irgendwelche halb verdörrten Wiesenkräuter ausgelegt oder also viel schwer verdaulichere Kost, wie jetzt dieser Salat ist. Ne? Beispiel Schildkröten. Ich glaube, eine Schildkröte, wenn mich nicht alles täuscht, braucht, ich glaube, 48 bis 72 Stunden, bis das Gefressene einmal durch den Verdauungsapparat geht. Das ist natürlich bei so einem faserreichen, also ich habe jetzt hier so Löwenzahnwiese oder Löwenzahn pur ist das jetzt als Beispiel mal gebracht. Das gleicht eher dem Futter, was sie in der Natur bekommen. Da wir das aber nicht immer zur Hand haben und da die Tiere auch an das ganz getrocknete auch schlecht rangehen, gibt es da so wenig die Tricks, wie wir hantieren müssen, damit wir das Ding hier auch gesund und sauber kriegen. Wie gesagt, Beispiel hier Löwenzahn pur, was wir hier anbieten, beziehungsweise es gibt Löwenzahnwiese oder hier von Herpetal gibt es hier den Flower Mix Premium oder den Herb Mix Premium. Das sind gesunde Sachen, das sollen die Tiere mitessen. Ihr bereitet den Salat vor, so wie hier. Nehmt dieses Ergänzungsfutter und gebt es einfach mit an euren Salat dazu. Ne? Das ist mehr oder weniger klein, das Zeug, macht es noch ein bisschen mundgerechter. Gerade beim Löwenzahn, vielleicht muss man es auch mit dem Messer gleich ein wenig schneiden. Der Gag dabei ist einfach, dass ihr das unter diesen Salat drunter mischt. Ne? Dass das eine Mischung wird aus diesem frischen, knackigen Salat, an den die Tiere natürlich auch gern rangehen, und dieses trockene Kräuterzeug, was die Tiere eigentlich gar nicht so gern fressen. Aber wenn das miteinander vermischt ist, bleibt denen gar nichts anderes übrig, wie das mit zu vermischen. Also umso mehr ihr von diesen trockenen Kräutern geben oder füttern könnt, umso besser und gesünder ist es für euer Reptil, eure Schildkröte, Echse, was auch immer. Ja, also mischt es auf jeden Fall so drunter. Das ist nicht gelegentlich, sondern ich zeige euch hier, wie wir hier bei uns den Salat jeden Tag vorbereiten. Dann wichtiger Punkt, kommen noch die Mineralien. Aktuell das Mittel der Wahl ist das Herpetal Complete. Ist wirklich ein perfektes Vitamin- und Mineralergänzungsfutter. Das Ganze muss allerdings noch mit purem Calcium gemischt werden. Also entweder dieses reine Mineral, das ist hauptsächlich Calcium, 2:1 mischen laut Hersteller, ne? 2 Teile von dem, 1 Teil von dem. In dem Fall, ich habe hier eine 100 Gramm Dose, hier eine 50 Gramm Dose. Die 2 vermische ich miteinander und dann streue ich das hier über den Salat drüber. Auch nicht die halbe Dose, sondern einfach wie wenn ich so vielleicht ähnlich, wenn ich irgendwas salzen tue oder einfach das so drüber machen. Wer Sepia-Schalen oder Sepia-Pulver verwendet, lässt dieses Mineral weg. Ja? Der nimmt dann nur das Herpetal Complete, macht es drüber und macht hier so Sepia-Stücke drüber, beziehungsweise wer das Sepia, viele Leute haben das permanent im Terrarium drin liegen, wo die Tiere rangehen können. Wenn ihr das permanent im Terrarium drin liegen habt, dann auch kein Mineral dazu, wie gesagt, dann nur diese 2 Dinge. Das ist auch der Hintergrund. Ich habe den Hersteller hier, die Firma Herpetal, mal gefragt, wieso macht denn das nicht gleich zusammen rein, ne, dass man hier was mischen muss. Das Ding nennt sich Complete, aber ist ja gar nicht Complete. Der Hersteller hat sich dabei was gedacht. Viele Terrarianer arbeiten mit so Sepia-Schalen. Würde der Hersteller in das Complete noch mehr
Calcium pur reinmachen und man würde noch zusätzlich Sepia geben, dann hätte man ein zu viel an Calcium, ne? Also bedenkt der Hersteller schon, okay, die Terrarianer geben Sepia dazu, also lassen wir das Sepia hier sozusagen weg und das beides in Verbindung gibt dann die perfekte Mischung. Beziehungsweise, wie gesagt, alternativ, ich mag mich jetzt wiederholen, wer kein Sepia gibt, mischt das Mineral hier mit dazu. Das Ganze hier drüber gestreut, so täglich füttern. Alternativ, wie gesagt, es gibt so Ringelblumen, die man drüber machen kann. Es gibt diesen Flower Mix von Herpetal oder es gibt eben diesen Löwenzahn, den man mit drunter mischt. Das Ganze vielleicht noch ein wenig klein häckselt. Dann habt ihr die perfekte Ernährung und könnt trotzdem, dass ihr euren Salat im Supermarkt kauft, fällt mir in dem Moment noch ein, alternativ natürlich zu diesem Grünsalat, wenn ihr im Sommer rausgehen könnt, Löwenzahn holen könnt, Spitzwegerich oder so, dann denkt euch jetzt diesen Salat weg und nehmt Löwenzahn, also frischen Löwenzahn stattdessen. Aber trotz alledem das gleiche Spiel, auch der frische Löwenzahn, der frische Spitzwegerich mit solchen faserreichen, trockenen Kräutern anreichen, mit den Vitaminen anreichen, dann habt ihr permanent die perfekte Ernährung für euer Reptil.